Und da ist der Punkt, was wird immer rauf und runter gerattert bei den Katholiken? Welches Zitat? Ne? Irenäus, 3. Buch, Kapitel 3, Vers 2, ne? Da geht es ja vor allem so dieses, ich sag's mal, bei den gegen die Häresien, gegen die Mhm. Gnostiker und, ne? Und das kennen wir ja alle, ja? Ich lese es mal vor und das soll ja, ich sag's mal so, Vatikan I bestätigen. Okay? So. Irenäus sagt, weil es aber zu weitläufig wäre, in einem Werk wie dem vorliegenden die apostolische Nachfolge aller Kirchen aufzuzählen. Okay? So werden wir nur die apostolische Tradition und Glaubenspredigt der größten und ältesten und allbekannten Kirche, die von den beiden ruhmreichen Aposteln Petrus und Paulus zu Rom gegründet und gebaut ist, darlegen, wie sie durch die Nachfolge ihrer Bischöfe bis auf unsere Tage gekommen ist. So widerlegen wir alle, die wie auch immer aus Eigenliebe oder Ruhmsucht oder Blindheit oder Missverstand Konventikel gründen. Mit der römischen Kirche nämlich muss wegen ihrer besonderes Vorranges jede Kirche übereinstimmen, daher die Gläubigen von allerwärts, denn in ihr ist immer die apostolische Tradition bewahrt von denen, die von allen Seiten kommen. Ist klar, oder? Papsttum. Papsttum, absolut. Das ist das Also, Glaubensbekenntnis der Apologeten der Katholiken ja, heutzutage. Genau Irenäus ist dieser auch Abschnitt. bam, bam einfach. Ja, so. Und ich sage es mal so, ich bin immer der Freund davon, auch bei Bibel, was steht da? Und nicht, was kann da alles stehen? Was impliziere ich rein? Was kann man alles raussaugen oder weiß was ich was? Ja, okay. Was steht hier? Was sagt Irenäus? Und wir gehen mal auf die Punkte ein. So, erstmal. Er sagt, hey, yo, es wäre zu weitläufig, alle Kirchen aufzuzählen mit apostolischer Nachfolge. Ja? Ah. Wen jucken denn die anderen Kirchen? Es gilt doch nur die eine. Ja. Es gilt, Irenäus, sorry, aber wieso sagst du überhaupt das? Es gilt doch nur diese eine in Rom, deren Urteil gilt. Ja. Also er fängt schon heretisch an, dass es noch so andere gibt, die irgendwie so wichtig wären. Also das ist schon der erste Fehler, Irenäus. Weißt du? Das geht ja mal gar nicht. Weil er sagt es ja, es wäre zu weitläufig so und so, deswegen wird er jetzt nur eine holen. Ja, brauchst gar nicht die anderen überhaupt zu erwähnen. Ist nur die eine wichtig. Okay? Des Weiteren ist es schon interessant, ne, wenn er so sagt, weißt du, die größte und älteste. Und Mhm. ich dachte, also jeder, jetzt mal ganz ehrlich, so, so jeder Bibelleser müsste sich doch fragen, Alter, Irenäus, ganz ehrlich, sag mal, was redest du da? Größte, okay, könnte man noch sagen. Und die größte, was meint er damit? Das größte Gebäude? Der größte Ja. Bischof? Oder weißt du, was meint er mit Mhm. größte? Ja gut, die meisten Christen sind dort oder sehr, sehr viele. Ja? Ja. Aber die älteste ist in Rom die älteste Kirche? Eigentlich nicht. Ne. Die älteste Kirche laut Bibel und auch laut Geschichte ist Jerusalem. Da wurde die Kirche gegründet. Ey, wie kommt Irenäus dazu, so ins Klo zu greifen, dass er sagt, die größte und älteste? Das stimmt doch gar nicht. Größte, gut, kann sein, seine Zeit, 2. Jahrhundert, die können wirklich viel, viel gewesen sein. Ja. Aber älteste, das ergibt überhaupt keinen Die Sinn. älteste? Das ergibt überhaupt Das ist keinen Sinn. komisch. Ne. Jetzt kommt aber der Punkt, wir werden gleich darauf eingehen. Was meint er mit größte? Warum argumentiert er so? Warum sagt er nicht, hey, da ist ja der römische Bischof, Petrus, Matthäus 16, ja? Steht ja nicht mal was von Matthäus 16, Verheißung, bla bla bla. Er argumentiert ja sogar mit Petrus und Paulus und ihre Nachfolge. Er Mhm. sagt nicht mal Petrus, Petrus und Paulus. Genau wie wir letztes Mal festgestellt haben, bei allen frühen Kirchenvätern war es immer Petrus und Paulus. Wieso argumentiert er nicht einfach mit dem römischen Papst? So quasi, ich sage es mal so, wenn man jetzt sagen würde, ja, aber ist doch römischer Papst. Ach so, weil er der Größte ist, also 2,50 Meter, alle anderen waren niedriger oder kleiner, weißt du? Ja, warum? Ja, weil es eine sehr alte Kirche ist. Es Richtig. ist, es ist die größte
seiner Zeit anscheinend oder in seinem Umfeld mit sehr, sehr vielen Christen und sie ist halt sehr alt, weil sie von Aposteln gegründet ist. Das lesen wir auch in der Bibel. Ja? Andere Kirchen sind halt nicht so alt wie Rom. Also irgendwie argumentiert er nicht mit Vatikan I, Irenäus argumentiert mit dem Vinzentischen Kanon, was von Anfang an von der Allgemeinheit überliefert worden ist, also die Masse der Christen von Anfang an. Das ist Richtig. Vinzentischer Kanon. Und das ist also der Punkt, wo Irenäus eigentlich orthodox denkt und nicht römisch-katholisch. Mhm. Weil wieso argumentiert er nicht einfach und sagt, ja, weil da ist der römische Bischof, wenn der ex cathedra redet, von mir aus muss nicht mal ex cathedra, aber sein Wort gilt. Wieso argumentiert er mit der Masse, also mit der größten und die älteste, also mit dem Altertum? Das ist einfach Vinzenz von Lerins. Es hat überhaupt nichts mit dem römischen Bischof an sich zu tun. Das ist halt das Problem. Und jetzt kommt der Punkt. Wieso Petrus und Paulus? Komisch, gell? Das Wieso, ist wirklich. wieso steht bei ihm nicht einmal in seinem Werk Matthäus 16, bam, hier Römer so und so? Wirst du nicht finden bei Irenäus. Ja. Obwohl es doch so klar ist. Des Weiteren ist ja so, einfach die Logik. Jetzt einfach die Logik. Wenn Rom in diesem Zeitraum bei Irenäus orthodox war, den rechten Glauben hatte, der sollte man nicht mit ihr übereinstimmen. Ja, doch. Ja, jetzt mal Natürlich. ganz ehrlich, jetzt mal Hand aufs Herz. Du gehst jetzt zu den Katholiken und die werden jetzt orthodox. Und jetzt sagt mir Super. einer, du Vincent X, wenn du nicht mit denen übereinstimmst, hast du ein Problem. Ja, na klar habe ich ein Problem. Ja. Ich muss ja mit denen, genauso wie mit Kyrill von Alexandrien, ja, im 5. Jahrhundert, ich musste doch mit ihm übereinstimmen. Selbst ihm, eine Person, wenn jetzt ein Bruder sagen würde, hey, man muss mit Kyrill, nur mit dieser einen Person übereinstimmen, sonst Ja. hat man ein Problem. Ja, warum? Weil die gesamte Kirche gesagt hat, sein Glaube ist orthodox-apostolische Überlieferung. Aber da haben Amen. wir auch ein Problem, wenn wir da nicht mit dieser einen Person übereinstimmen. Genau. Warum sagt er aber, dass man gerade mit Rom und warum ist es, wie gesagt, bei ihm die größte und die älteste? Rom war seine Mutterkirche. Die Bibel bzw. die Geschichte lehrt Jurisdiktionsgewalt. Und es wissen eigentlich die Katholiken. Ich sage jetzt mal die Kleriker, vielleicht manche Apologeten nicht, ist ja auch okay. Aber du hattest Mutterkirchen. Irenäus kam aus Lyon. Lyon ist Frankreich. Und Lyon war unter der Jurisdiktionsgewalt von Rom. Das war die Mutterkirche. Paulus und Petrus haben halt super Evangelisationsarbeit geleistet und die römische Jurisdiktionsgewalt, ich sage es mal, dieser Herrschaftsanspruch in der jeweiligen Kirche, das ging halt sehr, sehr weit, sehr, sehr groß. Unter anderem unter Frankreich. Deswegen ist es völlig normal, dass Irenäus sagt, jo, wir wollen jetzt nicht alle Kirchen aufzählen, sondern die, die unmittelbar in seiner Nähe ist. Und die, die in seiner Nähe ist, unmittelbar, die das Sagen hatte, die auch somit die älteste ist, und deswegen macht es auch Sinn, warum er sagt, das ist die älteste. Naja, in seiner Jurisdiktion, in der Herrschaft dieses Bereiches ist Rom die älteste gewesen. Seine Mutterkirche. Dann macht Sinn, warum Irenäus das sagt. Richtig. Ja? Und der Punkt ist, das ist völlig normal. Genauso hatte Ja. auch Alexandria ihren Jurisdiktionsbereich. Und Antiochien und so weiter und Konstantinopel. Das war Genau. völlig normal. Afrika. Hey, Richtig. das haben die sogar haben sogar die Protestanten. Die Protestanten haben auch Mutterkirche, dann gehen die evangelisieren und dann gibt es diese Tochtergemeinden. Selbst die haben das. Und die richten sich immer nach ich sage jetzt mal, nach den Entscheidungen der Mutterkirche. Leute, ich weiß, von was ich rede. Genau. Ich war 14 Jahre Protestant. Ich weiß, von was ich rede. Auch bei denen ist das so. Das ist völlig normal. Das war auch damals Kirchenrecht. Die Frage ist jetzt aber, ist das Vatikan I, dass es nicht nur Jurisdiktionsgewalt über die jeweiligen Herrschaftsgebiete ist, sondern über die ganze Welt, wie Vatikan I das sagt. Ja? So, und da ist der Punkt,
Mit diesem geschichtlichen Hintergrund, dann macht Irenäus Sinn, wenn er sagt, größte und älteste Kirche, weil die älteste ist eigentlich Jerusalem. Aber bei Genau. ihm, gerade wo er wirkt, ist die älteste nicht in Frankreich, nicht in Spanien oder sonst wo, das ist in Rom. Und wie gesagt, Irenäus argumentiert eigentlich mit dem Vinzentischen Kanon. Die größte Kirche, also quasi nicht das Gebäude ist das größte, oder nicht der römische Bischof ist 3 Meter groß, sondern die Masse der Christen war dort. Schaut euch mal diese ganzen vielen Christen an, was sie glauben, ihr Gnostiker, und schaut euch mal an, was ihr glaubt. Und weil es die älteste ist, gerade in seinem Bereich, macht sie auch Sinn, der Vinzentische Kanon, was von Anfang an von der Allgemeinheit geglaubt wird. Das ist Irenäus von Lyon.